Hallo aus Halle. Für Hinreißen mache ich diesmal einen Städtetrip. Ach ja, Tan hatte doch so einen schönen Film über Halle gedreht. Ja, aber in den Kommentaren ging's so ab, das waren bestimmt alles neidische Magdeburger. Das ist ja schlimmer als bei Dortmund gegen Schalke. Wir können mal gucken, ob Magdeburg wirklich so viel besser ist. Okay. Man sitzt hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Hier siehst du alles. Ja, so schön ist Magdeburg. Ich zeige Lars, dem alten Hallenser, meine Heimat mit 10 unvergleichlichen Tipps. Das gibt's hier. Der Geschmackstest. So schmeckt Magdeburg. Wo ist mein Applaus? Hier drin steht, was wir machen werden. Es gibt Kategorien von Natur bis Kultur und verschiedene Budgets von 0 bis 50 Euro. Oh, das ist ja mal richtig viel. Für 50 Euro, da können wir fast ein Haus bauen. Ach du Scheiße. 0. Noch gar nicht gelost. Mist. Wir müssen doch noch losen. Wir müssen doch noch losen. Wie geht's denn jetzt los? Du nimmst den Sack, Ja. ich ziehe die erste Kategorie und es wird Kategorie aktiv Großes Budget oder kleines Budget? oder 0. Kann man auch. Na, 0 wäre jetzt, das wäre zum Anfang 10 Euro. Das ist auch nicht viel. Na dann, rodeln wir mal. Im Sommer? Ja, das geht im Elbauenpark. Das Grünticket passt gerade so ins Budget. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich setze mich nach vorn. Wie machen wir das? Ich setze mich da vorne. Gut, dann setze ich mich doch mal hinten. Da setze ich mich noch rein. Ja. Wir fahren wirklich auf einem so ein Ding. Ja, ja. Beine noch drauf, es darf nichts raushängen. So, Ja. So. Bist du bereit? du weißt, was du tust? Ja. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Das erste Mal ist immer Ich das müsste mal schnell die Schönste. Beförderungsbedingungen der Sommerrodelbahn durchlesen. Ja, zu schnell rodelt, zu dicht aufwärts. Mist. Da stand noch was. Na, zum Glück gab's eine kleine Einweisung für uns und dein Steuermann hat ja aufgepasst. Aber was nicht passt, ist das Geld. Die Sommerrodelbahn, die kostet nämlich immer extra. Lars, könntest du mir 5 Euro leihen vom nächsten Tipp? Du willst jetzt schon pumpen? Na gut. Aussicht. Gleich sind wir oben. Jetzt geht's los. So. Beine einziehen, Bauch einziehen. Eieieiei. Gut. Auf keine Straße, wo es denn so weitergeht. Da bremst doch ein bisschen, ja? Hier steht slow. Was war das? Also unten, ich glaube, da sieht man unsere Bremsspur noch. Eine siehst du auf jeden Fall noch. Das ist Keine Zeit, deswegen Luft trocknen. Du musst jetzt mit nassen Händen ziehen. Komm. Doch. Na, dann nehmen wir doch mal. Tata. Rutnan. Ach so. Natur. 30 Euro. Natur? Naja. Ja. Na klar, Natur sehen wir schön vom Wasser aus. Und bei den Ticketpreisen bin ich diesmal weit unter dem Budget. Das macht das Minus wieder wett. Aber es ist schon ein bisschen frisch geworden. Sitzen wir drin? Hä? Ahoi. Oben sehen wir doch viel mehr. No. Bitte an Bord gehen zu dürfen. Es gibt eine Außenkam, guck mal. Wir können ja doch drinnen sitzen. Und dann gucken wir raus. Aber erst mal dahin, wo der Captain alleine hingeht. Na, gucken kannst du. Ich habe nämlich eine tolle Sache gefunden. Falls jemand seekrank wird und hier rein muss, also oral, dann kann er immer rausgucken dabei. Also zur Not. Jetzt muss ich aber mal schnell.
Eine solche Stadtfahrt mit der Weißen Flotte dauert ein gemütliches Stündchen. Es gibt aber auch richtig kleine Kreuzfahrten, die bis zu 4 Stunden dauern. Darf man zum Captain gehen? Wir sollten nicht stören. Er sagte doch, dass das hier eine sehr schwierige Stelle ist. Guck mal, wir sind hier gerade noch am Domfelsen vorbei. Das ist eine schmale Stelle an der Elbe. Lass, runter da! Ich guck doch nur, wo es was zu essen gibt. Entschuldigung, muss ich warten auf die Dame, dass die zu uns kommt, oder muss ich zu der gehen und dann bestellen? Wie machen wir es? Die kommt eigentlich am Platz. Also da kam niemand, also deswegen sind wir schon hochgegangen zum Captain. Erstmal Prost. Ja. Alles von Magdeburg, ja. Was habt ihr euch gemerkt von dem, was der Kollege da alles erzählt hat? Eine Sache, die ihr euch gemerkt habt. Ja, die Strandbar. Die 8 war. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt da mal das Kaffeegedeck. Ach, zweimal das Kaffeegedeck. Oh. Jetzt geht es los. Na Moment, lass mich mal rechnen. Also wir waren 5 Euro drüber, dann haben wir 6 Euro gespart, dann jetzt zweimal Kaffeegedeck. Jetzt sind wir doch wieder 16 Euro tief in der Sahne. Die ist inklusive. Heiß ist er. Heiß. Was ist denn, wenn wir uns in 20 Jahren hier wieder treffen und ich sitze da mittlerweile im Rollstuhl? Komme ich denn rein oder hoch oder beides? Ja, das ist kein Problem. Rollstuhlfahrer können wir auch so mitnehmen. Wir helfen ihnen damit, dass wir hier reinkommen und sowas. Sonst räumen wir ein paar Stühle weg, dass sie hier an den Tischen sitzen können. Das kriegen wir alles hin. Aber auf Deck über die Treppe wird nichts. Nee, ganz oben schlägt. Na klar, Lars trifft schon wieder seine Groupies. Obwohl du beim Radio bist, wirst du erkannt. Wir machen ein Bild von euch. Ach so, wir machen ein Selfie. Ja. Aber müssen wir die Kamera gucken. Da, darin hier müssen wir gucken. Ja. Hier teilt sich die Elbe in Stromo und Alte Elbe. Alte Elbe passiert den Autobahnpark und den Stadtteil Werk. Das nächste Reiseziel, das darfst du dir jetzt mal raussuchen für uns. Aber kein Mist. Nee. Was steht auf dem Zettel drauf? Architektur. Oh, Architektur, aber wie viel Geld haben wir? Jetzt kommst du nicht zum Essen. Naja, der Kuchen wird nicht kalt. Der ist schon kalt. Aber er war gut. 50. Oh, das ist ja mal richtig viel. Das ist ja Da könnte aber. Das ist ja... Architektur für 50 Euro, da können wir fast ein Haus bauen. Na, das ist ja tolle Architektur hier. Da passt ja nichts zum anderen. Lars, du bist ein Banause. Guck dir lieber das Haus hier an. Wir machen jetzt nämlich eine Führung durch das letzte Werk von Friedensreich Hundertwasser. Och, aber seine Fliege ist mal sympathisch. Ja, also das Hundertwasserhaus ist mitten im Zentrum, grün und bunt und von jeder Seite ein Hingucker. Das ist wirklich Pflicht bei jedem Magdeburg-Besuch. Aber nun sind wir mal still. Was hat Frau Ziegenspeck gerade über den Bürgermeister gesagt? 1996 hat dann Herr Opitz angeschrieben, den Hundertwasser einfach mal angeschrieben, kannst du uns behelfen, mir das Haus umzugestalten? So, und er musste 9 Monate warten, bis Hundertwasser geantwortet hat. Ja? Und er hat dann geschrieben, Magdeburg hat es verdient, dass ich mich um dieses Haus kümmere. Und im Hundertwasser war damals schon Nachhaltigkeit besonders wichtig. Deswegen sind hier zum Beispiel alte Materialien verbaut. Und was für Biberschwänze sind das? Alte Biberschwänze. Richtig echte. Richtig echte. Können wir angucken. Wir gehen vorbei, die von alten Gebäuden abgebaut wurden. Also keine Schwänze von Bibern. Na, Dachziegel, Mensch. okay. Junge. Na ja, dann, also, eine alte Biberschwänze, na Mensch. Ja, lacht ihr nur. Ist das nicht toll, wie grün hier alles ist? Es gibt auch richtige Baumwohnungen, also Wohnungen inklusive Baum. Und dazu gibt es auf dem Haus richtige kleine Parks. Welcher Baum? Ja, da fragst du genau den Richtigen. Haselnuss. Ah, Welcher Strauch? Flieder? Glück gehabt. die Wohnungen sind genauso gestaltet wie die Fassade. Individuell, bunt, ein bisschen schief, optisch zumindest. Naja, ich würde behaupten, du brauchst hier locker 5 Cocktails, damit alles wieder ins Lot kommt. Lars, ich würde wetten, dass das doch gerade ist. Pass mal auf. Es ist gerade. Oder die Rolle ist schief.
Jetzt ist gerade. Stimmt. Das sieht schief aus. Das ist gerade 100 Wasser. Der Hund, der wusste, wie es geht. Das ist übrigens das einzige 100-Wasserhaus, das man auch besuchen kann. Und in so eine Wohnung kommt man eben nur im Rahmen einer Führung. Und die gibt es täglich. Finde ich gut. Im Preis drin eine Gemäldegalerie. Na André, jetzt aber hoch hier. Komm, wir müssen. Sag mal. Das ist der 100-Wasser. Hast du denn gar keinen Respekt? Und jetzt tröde nicht so rum. Wo sind denn jetzt alle? Sind das unsere? Das ist doch gar nicht unsere Gruppe. Wir sind vielleicht wieder in den Hof gegangen? Da rein. Es gibt ja hier 2 Höfe, das ist auch so verwirrend. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, Von wo sind wir? Sind wir von da? einfach am Vogelhaus links abbiegen. Hallo. Vögel! Verloren. Verlaufen. Ups, aber wir kommen gerade noch rechtzeitig zum großen Finale. Denn nur hier hat man den einzigen 360-Grad-Ausblick in Magdeburg. Unter vergeudeten Kugeln. Und von den 50 € Budget haben wir nur 30 € ausgegeben. Das heißt, wir sind wieder im Plus für den nächsten Tipp. Port. So. Ja, aber zu welchem Preis? Also bei mir zu keinem. Du hoffst auf 0 €? Wird spazieren gehen in der Stadt? Ach komm. 30. Na gut. Reicht das für ein Monatsabo? Na, was ist denn das? Ja. Na, Sport, dachte ich, kann ja auch Spaß machen. Nein, das dachte ich auch lange, aber Das sieht hier nach Spaß aus. das sieht witzig aus mit was zum Klingeling und was zum Losheizen. In die Pedale treten. Hier ist er schon, der Oberkopf. Hallihallo. Hallo, wir haben 30 € Budget und wollen Spaß und ein bisschen Sport machen. Wenn ihr den ganzen Tag fahren wollt, könnt ihr gerne mit dem Boot fahren. Ansonsten empfehle ich euch natürlich unsere 2-Personen-Rikschas. Da muss ich auch ein bisschen treten, ne? Na du kannst auch Beifahrer sein und ich trete. Es wäre schon schön, wenn du ein bisschen mitmachst. Müssen wir irgendwas wissen oder ist wie Fahrradfahren? Ist fast wie Fahrradfahren, nur hier sitzen 2 eben auf einer Bank. Ja? Der eine lenkt. Dann nehmen wir doch die. Gerne doch. Geil. André macht's Kleingedruckte, ich mach's Handwerkliche. Aber das geht noch ein bisschen schwer. Was ist denn hier los? Da ist die Bremse noch angezogen, die Handbremse. Die Handbremse. Einfach lösen. Ja, hier wird der gebremst. Hier ist unten die Knie. Nee, ja, das macht ja auch André. Ich werde nur ein bisschen treten und gucken. Deswegen sitze ich auch auf der Seite. Upsa. Also da können normalerweise halt auch 2 Kinder sitzen. Wie witzig mit dem kleinen Lenkrad. Hier sitzen ja aber schon 2 Kinder. Wollen wir? Na, jetzt müssen wir aber. Achso, dann löse ich die Bremse. Ach, da geht ja auch nur mein Lenkrad. Wie praktisch. Ich habe nur so ein Fake-Lenkrad. Ja. Fürs gute Gefühl. Wo geht's lang? Links, rechts, geradeaus, durch die Wiese. Ach, guck. Haben sie extra einen Rasen gemäht für uns. Ah ja, guck dir das an. Da mit der kleinen Insel. Wir hätten auch Tretboot nehmen können. Aber wir haben Tretrad genommen. Ja. Ich muss da ganz schön strampeln hier. Also vor allem, man sitzt hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ich habe hier schon ständig die Knie am Lenkrad. Nicht die Bremse treten, einfach nur rumfahren. Wenn ich in der Kurve bremsen möchte, dann tue ich. In der Kurve kann man nicht bremsen, das haben wir in Physik gelernt. Wenn du in der Kurve bremst, gibt es ein Problem. Und zwar auf 2 Rädern. Ja, aber mit. Nee, nicht aber. Ach, Hier, durch ich drück's hoch, du kannst jetzt nicht machen. Also wer bremst in der Kurve? Ja, Radfahrer. Lars, zieh doch lieber schon mal unser nächstes Ziel. Oh, bitte essen, bitte essen. Ja, essen! Ha, du schummelst doch. Nein, hier, wirklich, guck. So, und für wie viel? 100? Nee, nur 10. Rechts abbiegen auf Herrenkrug. Aha. Schirmchen, Tischdecken. Ja, ist hier. Hier soll ich hinkommen, hat André gesagt. Lars! Okay. So, na, ich muss noch ein bisschen was besorgen. Ich habe eine Picknickdecke bei und einen für 10 € gefüllten Picknickrucksack. Jetzt brauchen wir noch eine besondere Stelle.
Vorsicht, Lars, das ist hier noch vom Hochwasser angespült. Okay. Nicht hängen bleiben. Noch so ein bisschen Treibgut. Wir haben in Halle eine Disco, die heißt Palette. Gibt's also auch in Magdeburg. Und lass mich raten, es gibt jetzt was zu essen. Es gibt was zu essen. Für 10 Euro. Ja, nicht viel für 10 Euro. Ich hoffe, du warst nicht im Biomarkt, weil dann kriegen wir jetzt hier nur eine Kumquat. Na jetzt, ich weiß, André, das kann ich mal ganz kurz erzählen, ist ein Sparfuchs vom Herrn. Der hat jeden Rabattcode, der kennt jede Aktion und hat natürlich auch solche wiederverwendbaren Becher. Und ich habe noch Magdeburger Spezialitäten. Oh. Wie wär's mit Bratwurst? Willst du noch einen Grill aufbauen? Wieso? Hier, die. Das ist doch keine Bratwurst. Ja doch, hier ist das eine geräucherte Mettwurst. Und Bäulchen? 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 Bonbons. Bonse. Ach, und ein bisschen Marmelade habe ich noch. Die ist aus unserem Nachtzug, als wir nach Paris gefahren sind. Ach ja, die Folge gibt's ja auch noch. Falls ihr die sehen wollt, wie wir beide zusammen im Nachtzug nach Paris fahren, dann guckt doch mal hier. Ah, mit Kümmel. Mhm. Oh, geräuchert. Der Geschmack. So schmeckt Magdeburg. So nah an der Elbe waren wir noch nicht, oder? Näher ran kommst du auch nicht mehr. Aha. Ey, cool. Das ist sogar Sand. So, dann hier ist dein Nachtisch. Hier ist dein Budget. Mhm. Na komm, Was hast du? zeig her. Aussicht, gut. Sicht. Ja. Und dann? Vielleicht ist ja der große Betrag. Nee, schon wieder 10 Euro. Aussicht und 10 Euro kriegst du hin? Gar kein Problem, gar kein Problem. Aber hoffentlich wird es nicht aussichtslos. So, Aussicht für 10 Euro, da kannst du natürlich alles haben in Magdeburg. Wie wär's mit 60 Metern Bauhaus? Lars, die Sache ist, ich habe schon abgezähltes Geld dabei, weil es hier so ein Drehkreuz gibt. Da ist es. Da wirft man das. Aber da So, hier kommen wir gar nicht rein. ist das am Stuhl vorbei. Sie möchten einmal den Turm besteigen? Ja. Dürfen wir hier hinkommen? Prima. Drehkreuz kaputt, aber der Turm ist trotzdem geöffnet. Macht 3 Euro pro Nase. Und für Lars jede Menge Stufen. 1, 2, 3, 4, 47, 51, 52, 75 Stufen. So viele gehe ich bei mir zu Hause in Halle, um in meine Wohnungstür reinzukommen. Naja, dann gehen wir das noch 2, 3 Mal. Ach du Himmel. 71, 74, 76, 77, 78. Und Lars, wie viele Stufen sind's? 193. Kommst du denn darauf? Es sind deutlich mehr. Ich habe ab 200 einfach gedacht, bis dahin wird es schon nicht gehen. Wirklich über 200. 252. Ja, du hast es geschafft. Und es hat sich wohl auch doch schon gelohnt. Nicht wahr? Hier siehst du alles. Guck mal, du siehst hier zum Beispiel da hinten den Kilimanjaro hervorgucken. Den habe ich noch nie gesehen. So, bei guter Sicht natürlich. Den Dom, den kennst du ja. Das 100-Wasserhaus, da kennst du auch wieder, ne? Die Ja, drei. waren wir zur Sommerrodelbahn, da drüben. Das ist der Berg von der Sommerrodelbahn. Da glänzt ja auch noch so ein bisschen. Sind wir lang gefahren? Dass du überhaupt Augen hattest für die Umgebung? Kleiner Tipp, manchmal braucht man keine Kamera oder einen Feldstecher. Da gehen die Dinger auch, ohne dass man Euro reinsteckt. In dem Fall nicht. Aber sag mal, André, Ja. was hättest du denn eigentlich gemacht, wenn ich 0 Euro gezogen hätte bei Aussicht? Auch da hätte ich was gefunden. Und was? Das findest du unter dem Video. Jetzt ein Kaffee, oder? Jetzt? Na, jetzt nicht. Also es gab hier mal einen Kaffee. Aber das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Hier Ist oben? gar nicht schlecht. Ja, hier oben. Ich meine, bei der Aussicht. Aber viel hat halt nicht reingepasst. Ne? Guck mal, so viele Räume gibt es gar nicht. Nee, ne?
Fahrstuhl, ja. Das erfahre ich jetzt. Wir können ja runterfahren. Das machen wir auch. Meinst du, da kommen wir mit dem Rollstuhl auch durch später mal? Ach naja, mit ein bisschen Übung. Und wenn man sich beeilt. Na los, rein. 11 Stockwerke. Wahnsinn. Also 252 Stufen sind umgerechnet 11 Stockwerke. Weißt du, wo wir jetzt hinfahren? Runter. Runter. Und weißt du, was wir dabei machen? Naja, wir losen noch. Hat man noch gar nicht. Wissen? Wissen? Gut. Naja, und das Budget? Du, ich bin für Wissen. Das kann ruhig... Oh, 30 Euro. Kannst du aber wissen. Ach so, ich habe gar nicht gedrückt. Jetzt weiß ich, dass man auch drücken muss, wenn man runter will. So, unsere 30 Euro, die investieren wir nämlich in eine schöne Stadtrundfahrt mit dem Doppeldeckerbus. Das gibt's hier. Da werden wir ordentlich was lernen. Doppelstockbus, wie in London. Halt. Was denn? Ich müsste vorher mal... Gibt's ein Klo an Bord? Nee. Ja, dann muss ich mir vorher eins suchen. Guck mal da, öffentliche Toilette, sogar barrierefrei. Aber mach hin, wir müssen gleich los. Na, schnell. Übrigens, für Rollstuhlfahrer wäre hier unten Platz. Ja, aber nicht wirklich viel. Meine Damen und Herren, Vorsicht mit den Oberleitungen, sonst wäre Ihr Kopf weg und das wollen wir nicht. Ja eben, das Doppeldeckerdach ist offen. Da kommen die Stromleitungen gefährlich nah, wenn man aufsteht. Selbst du, Lars. Achtung, Zweig. Über den Turm kann ich einiges berichten. Zum Beispiel, dass er einen Fahrstuhl hat. Oben ganz vorne im Bus hat man während der einstündigen Fahrt nicht nur beste Sicht, sondern sitzt auch noch im Schatten. Nachteil: Wind und Fahrgeräusche machen es schwer, alle Erklärungen zu verstehen. Aber an sich glaube ich, wenn ich nach Magdeburg kommen würde und war hier noch nie, ist eine Stadtrundfahrt immer erstmal ein guter Anfang. Ja, aber es gibt mehr Wissen sozusagen, mit dem man angeben kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Was würdest du erzählen? Na, das hier zum Beispiel, das war die alte Reichsbank, da kam die D-Mark an. Das ist die Geschichte dahinter. Das Gebäude vor uns? Ja. Wie nennt ihr die Stadt denn eigentlich? Magdeburg? Magdeburg oder Magdeburg? Spricht's mal in die Kommentare. Schreibt's rein, dann sprechen wir natürlich super. Naja, hast du wenigstens ein bisschen was gelernt? Ja, nicht alles gemerkt, aber ein bisschen was gelernt. Ja, So, okay. jetzt wird's Zeit für die nächste Ziehung. Na, dann zieh mal. Was könnte es sein? Was mit Tiere? Was mit Natur? Oh, was mit Musik. Aber, Für wie viel? ja, du, das ist ja dein Zettel. Jetzt habe ich ihn schon gezogen. Du, nee, warte, dann zieh ich einen anderen. So, den kannst du wieder haben. Ach du Scheiße. 0. Musik für 0 Euro? Musik für umsonst. Da sind wir auch schon. 9 Felder im Boden. Und immer wenn du drauf trittst, gibt es einen Ton von sich. Also zum Beispiel. Und ich dachte mir, du spielst das Magdeburg-Lied. Das ist ja wohl das bekannteste Lied der Stadt. Das Magdeburg-Lied. Ist denn die Elbe immer noch dieselbe? Hat übrigens eine Horterzieherin sich ausgedacht, Anfang der 70er Jahre. Schau mal, hier auf der Tafel steht, welche Felder zum Text wann getreten werden müssen. Das kriegst du doch hin, Lars. Also 555, 3333. Tipptopp. Ich bin aus der Übung.
Ach, das habe ich aus. Das kann ich aus Halle. Fast wie der Big Ben. Das war er doch, ne? Immer noch dieselbe. Ne? Ja, fast. Doch, das ist es. Immer noch dieselbe. Ist denn die Elbe immer noch dieselbe? Oh, sehr gut, Lars. Ist er. Ist er. Da wundert sich der Dom nicht mehr. Sehr gut. Gut gemacht, Lars. Und ich glaube, die Leute hier am Balkon sind auch froh, dass wir fertig sind. Wo ist der Applaus? Na, in Halle hätten sie wenigstens gepfiffen. So, du bekommst aber eine Belohnung. Oh, der Sack ist wieder da. Der Sack ist wieder da. Greif mal richtig tief. Oh. Na komm, dann nehmen wir doch den. Oh, ich habe Geschenke gedacht. Geschichte. Geschichte? Es ist Geschichte. Aber welches Budget? Ein bisschen, ich habe schon Lust auf Money Money. Geschichte war ich sehr gut. Ja, ich 15 Punkte in der Prüfung. Das hat mich schon Bei interessiert. Geschichte haben wir hier natürlich viel zu bieten. Komm, Ach du liebes bisschen. Ja. Was? Geschichte für 0 Euro. Oh. Lass krachen, André. Mir wird schon was einfallen. So, Lars, Geschichte für 0 Euro. Mehr geht nicht. Na doch. Guck mal. Nach unten. Kennst du? Ich sehe Bahnschienen. Jawohl. Also es ist eine Bahnbrücke. Bahnbrücke, Eisenbahngeschichte. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts die Bahnstrecke von Magdeburg nach Berlin. Ist sie aber nicht mehr. Ist sie nicht mehr. Der Hauptbahnhof wurde ja ein Vierteljahrhundert später dann da gebaut, wo er heute noch ist. Und die Strecke hier war dann nur noch für Güterverkehr wichtig. Seit Ende der 90er stillgelegt. Aber lass uns hier ruhig mal von oben angucken. Wie halt mal an? Gar nicht. Wir müssen springen. 1, 2, 3. Und dass man die Hubbrücke wieder überqueren kann, ist auch den Magdeburgern selbst zu verdanken. Und viele Spender haben sich hier auch verewigt. Da steht was und das wird sogar beleuchtet. Das sehe ich nämlich nachts, wenn ich mal nach Magdeburg reinfahre für die Sendung und es noch dunkel ist. Ganz genau, das ist hier der zweite Teil des Spruchs. Von hier aus noch viel weiter. Und drüben auf der anderen Seite ist der erste Teil des Spruchs. Von so weit her bis hierhin. Und von hier aus noch viel weiter. Und das, finde ich, ist ein schöner Sehnsuchtsspruch so an der Elbe. Hast du zufälligerweise ein Schloss mit? Mit A und L? Leider nein, das können wir ja immer noch erst. Ein Zettel ist nur noch drin. Ich greife rein, komm hier. Es ist Finale Kultur. Und ich glaube, wir haben noch ordentlich Budget. Na, wir hatten ja jetzt öfter mal 0. Es sind Fuffi für die Kultur. Einmal freie Auswahl. Da freut sich die Kultur. Da finden wir was. Jetzt kommt das große Finale. Lars, was glaubst du wohl, was wir an dieser Stelle vorhaben? André, nicht bis ganz hoch. Nein, ich kann dich beruhigen, wir werden keine Treppenstufe mehr steigen. Wir machen einen schönen Spaziergang. Ja? Ja, ich habe uns eine Stadtführerin organisiert. Lass mich raten, mit dem roten Hut und einer Brosche dran. So ist es, das ist Nadja Gröschner. Und Hallo. sie kennt die Geschichten, die in keinem Stadtführer drin stehen. Welche Geschichte gibt es denn zum Beispiel hier am Dom? Ja, eigentlich wollte ich mit Ihnen durch den Haupteingang gehen, aber der ist noch nie geöffnet worden, denn kurz vor Vollendung der Domanlage, also der Dombau dauerte ja 300 Jahre, hat sich mitten in den Eingang ein Erzbischof sein Grab legen lassen. Und um die Grabruhe nicht zu stören, dürfen wir nicht hinein. Also muss man so diskret... Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm an der Stelle. Wir könnten aber auch hoch. Ja, Nein. wir müssen nicht. Okay, dann gehen wir ruhig weiter, oder? Ja, Genau. Wir sind jetzt hier im Fürstenwallpark mit dem Kriegerdenkmal. Als es eingeweiht wurde, haben die Magdeburger und Magdeburgerinnen geschrien, oh, sieht das hässlich aus, wie ein Leichenstein, wie eine Kaffeemühle. Und daraufhin hat der Stadtrat beschlossen, um dieses Denkmal ganz schnell Bäume zu pflanzen, damit es innerhalb kürzester Zeit verschwindet. Also hier stehen nicht umsonst Stühle. Ich meine, wir müssen uns jetzt gleich mal hinsetzen, richtig?
Das heißt Milchkuranstalt. Viele sagen natürlich Milchkuhanstalt. Das hängt damit zusammen, 1895 hat man in Magdeburg an ganz vielen Stellen, an zentralen Stellen, so kleine Stationen eingerichtet. Da konnten sich Schüler und Schülerinnen jeden Tag eine Milchnahrung abholen. Man hat, bevor man den Kindern Milch gegeben hat, in den Kinderbewahrungsanstalten ihnen ein warmes Bier gereicht. Die waren dann nicht mehr durstig, guckten aber so komisch und dann hat man das sein lassen. Aber sie waren ruhig. Dann setzt euch ruhig mal hin. Ich werde mal was besorgen, aber also Milch wird es nicht werden jetzt. Also da lohnt sich wirklich jeder Schritt. Zack. Herrlich. Das ist Weizen. Alkoholfrei? Ohne. Natürlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, 3 Leute, 4 Getränke, das ist für ein Kameramann. Auf Magdeburg würde ich sagen, oder? Auf Magdeburg. So. Auf Magdeburg, na komm, jetzt sag ich es auch mal. So. 40 € hat man am Ende noch übrig. Ha, die kloppen wir jetzt hier auf den Kopf. Und wenn ihr noch mehr Reiseziele sehen wollt, dann schaut euch hier doch einfach mal um.